Wenn dieses Video bei euch erscheint, ist gleich Lead-Time. Mein Name ist Harden und heute spielen wir eine weitere Partie, die Fugger 2. Uhuhu. Und am Ende der letzten Partie haben wir ja die Gehälter erhöht. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir uns da nicht vertan haben. Oh je. Oh je. So, wir fangen an und beenden die Runde. 650 übrig. Ja, sehr gut. In diesem Jahr widerfuhr euch nichts Besonderes. Fürst Ingolf, Hofrat im Mittelland, führt ein Manöver in der Umgebung von Hohenfels durch. So, der Fischfang verlief normal. Eure Exporte brachten 7.800 Taler ein. Das ist gut. So, Waldstein hat ja nur noch ein Reichtum von 6. Finsterwalde hat ein Reichtum von 7 und die wollen Getreide. Wem es vielleicht schon aufgefallen ist, der hat beobachtet, dass hier oben sich dieser Kreis langsam schließt. Und dieser Kreis ist extrem wichtig. Er gibt an, wie gut unsere Qualität daran sind, Fisch zu produzieren. Also diese Ware zu produzieren. Je näher sich diese beiden blauen Punkte kommen, desto besser. Wenn sie sich berühren, ist das Maximallevel erreicht und wir können es nicht verbessern. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, sich auf eine Ware zu konzentrieren, weil wir dann genau das bekommen. Immerhin, schön ist es. So, wir haben hier eine Auslastung von 27%. Wir haben 200 übrig. Ich würde sagen, die schicken wir auch komplett gleich los. Kaufen den Rest. Schicken die beiden Wagen, die wir haben, zur Reparatur. Erhöhen die Produktion drastisch? Naja, also man sollte es nicht übertreiben. Denn wir wollen ja noch die Gehälter anheben. Jetzt bin ich gespannt. 164 Taler übrig. Das war knapp. Für 268 Taler organisiert ein Buchhalter eure Lagerhaltung in Lichterheide um. Ihr wusstet gar nicht, wie viel Platz eine vernünftige Lagerraumorganisation bringen kann. Meistens bekommt man da sehr günstig sehr viel Lagerraum. Wir haben 47 oder 49 Quadratmeter gehabt. Landgraf Baldur Geheimrat in Berghöhen führt ein Manöver in der Umgebung von Meucheltann durch. Baron Udo, Kellermeister in Berghöhe, führt ein Manöver in der Umgebung von Säbeltal durch. Ach ja, der Fischfang verlief ausgezeichnet. Eure Exporte brachten 10.400 Taler ein. Aus Mangel an Lagerraum gabt ihr 50 Waren an Bedürftige. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Wow, wir haben mindestens 15, aber ich glaube 17 dazu bekommen. Das ist für die Kosten gar nicht schlecht. Was haben wir denn für Lagerraum dazu bekommen? Das weiß ich leider gar nicht, aber hier ist es ausgeglichen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben jetzt richtig Geld. Wir sollten noch einmal Lagerraum kaufen. Und dann, was ist denn das Maximum an Arbeitern? Ach ja, 40, genau. Das heißt 39 und 13. Ja, ja. Schauen wir mal, wir erhöhen nochmal. Ich glaube fast, damit habe ich mich jetzt vertan. Oh Gott! 2000 im Minus. Oh Gott, jetzt wird's teuer. Oh je, das werde ich gleich sehen. Hier, Lagerraum muss weg. Ein Unbekannter lässt euch 226 Taler zukommen, Friedrich.
Wegen eurer Verschuldung werdet ihr von euren Geldgebern zur Rechenschaft gezogen. Man pfändet euch 30 Quadratmeter Lagerraum zum halben Preis. Bürger Friedrich, eure Gläubiger stellen euch kurzerhand vor das Geschworenengericht der Grafschaft Moringen. Der Schuldturm droht. Wie viel Taler wollt ihr in den Geschworenen zukommen lassen? Das ist leider die einzige Möglichkeit, die Geschworenen zu beeinflussen, und ich werde nichts dazu kommen. Die Nicht Geschworenen stimmen ab. schuldig. Nicht schuldig. Schuldig. Nicht schuldig. 2 für Schuldig. mich. Schuldig. Schuldig. Nicht schuldig. 3 für mich. Nicht 4 schuldig. für mich. Nicht 5 für schuldig. mich. Schuldig. Schuldig. Nein, ich gehe in den Knast. Schade. Das ist richtig bitter. Aber ja, ihr werdet Ihr sehen. steht am Rande des Ruins. Eure Geldgeber sehen zwar davon ab, eure letzte Niederlassung zu pfänden, sorgen aber dafür, dass ihr das nächste Jahr im Schuldturm zubringen müsst. Oh je. Da habe ich mich echt überschätzt. Durch ihre Hände harte Arbeit haben die Einwohner von Bergstedt einen wirtschaftlichen Aufschwung bewirkt, der überall sichtbar ist. Kirchen, ein Park und sogar ein Spital werden errichtet. Die Stadt hat aus eigener Kraft ihren Reichtum gemehrt. Im nächsten Jahr werden neu gewählt Ratsherren in Lichterheide. Die Stimme des Säbeltals gibt bekannt, im nächsten Jahr trägt unsere Zeitung Wettbewerbe in den unten aufgeführten Disziplinen aus. Die Teilnehmergebühr beträgt 1693 Taler pro Disziplin. Es winken reichlich Geldpreise für die 3 Erstplatzierten in jeder Kategorie. Teilnehmer bitte umgehend melden. Das goldenste Korn, das ist alles nichts für mich. Ratsherr in Lichterheide und Priester in Lichterheide. Und ich bin im Knast. Eure Exporte brachten, aus Mangel an Lagerraum gabt ihr 857 Waren an Bedürftige. Okay. Ich bin nicht mehr im Knast. Das Jahr haben sie einfach übersprungen, weil wir nur einer waren. Ich sollte lieber runtergehen. Ich habe nicht genug Lagerraum. Ich sollte viel weiter runtergehen. Kaufen wir noch ein bisschen Lagerraum und dann gucken wir mal, was passiert. Wir reparieren. Und wir hoffen das Beste für die Bewerbung als Priester und als Ratsherr. Wir sollten auf jeden Fall das Gefängnis vermeiden. Na, 4592 Taler übrig. Na, das ist doch ein Wort. Ihr müsst 535 Taler an Kirchensteuer nachzahlen. Um das Amt des Priesters in Lichterheide bewerben sich Lava, ohne Amt. Rüdiger, ohne Amt. Sophie, ohne Amt. Friedrich, ohne Amt. Domherr Johannes stimmt für Friedrich. Damit wird Bürger Friedrich Priester in Lichterheide. Und nun, Kinder, kommt ein kleiner, sehr wichtiger Rat. Es ist grundsätzlich egal, welchen Beruf ihr von irgendeiner Stufe ergreift. Jeder ermöglicht euch sowohl auf weltlicher als auch auf kirchlicher Ebene die Berufe der nächsten Stufe, also die Ämter der nächsten Stufe zu ergreifen. Natürlich seid ihr beliebter bei Kirchenämtern, wenn ihr ein Kirchenamt innehabt und so weiter. Aber es geht. Der Fischfang verlief schlecht. Eure Exporte brachten 6000 Taler ein. Handelszertifikat 2. Aufgrund eurer besonderen Handelserfolge wird euch ab heute gestattet, auch mit Fleisch, Erz, Wein, Fell und Glas zu handeln. Der Rat der Stadt Lichterheide. Wuhu! Das ist sehr, sehr schön. Aber
ich würde das lieber gerne so machen, bevor wir hier umschwenken, was natürlich toll ist, weil es viel, viel mehr Geld gibt, sollten wir doch etwas Lagerraum dazu kaufen. Wir sollten 100 weniger losschicken, das wird sonst zu riskant. So, Bewerbungen gibt es keine. Aber jetzt. Oh, jetzt kommt was Schönes. Das ist ein sehr großer Vorteil bei Kirchenämtern, das werdet ihr gleich sehen. Arbeiter, Produktionsmittel, Transporte, Zölle. Was? Auf so unterer Ebene geht das wohl noch nicht, ja? Na gut. Jakob Fugger meint, wir schreiben das Jahr 1619 und ihr besitzt im Gegensatz zu vielen eurer Konkurrenten keinen Wohnsitz. Ihr erbt von einem entfernten Verwandten 311 Taler und wir haben 2000 Taler übrig. Historie, das ist mega. Ich bin Priester und wir nehmen 9600 Taler durch Exporte ein. Das ist nicht schön. Gucken wir doch mal, was wir für Privilegien haben. Wir können ein Fest geben, Bauwerke stiften, Prozesse initiieren. Wir haben das nächste Handelszertifikat und wir können Fechtunterricht nehmen. So. Ich denke, jetzt nutzen wir mal die Gelegenheit. Und ich habe diesmal mein Handy neben mir liegen und nicht mein Tablet neben mir stehen. Und darum werde ich jetzt mal auf mein Handy gucken. Wie sieht es denn aus mit den perfekten Verhältnissen von Glas? 3:1. Das Verhältnis bleibt gleich. Ich finde, Glas ist doch schön. Wir machen das so. Wir haben ja schon eine große Expertise in Fisch. Können wir das nicht auch so machen? Wir können das auch so machen. Das ist ein bisschen riskant. Wir machen das so. So, und als erstes stellen wir mal die Ware um auf Glas. Das wäre natürlich gar nicht. Das wäre schon teurer. Das heißt, wir sollten runtergehen und weiter. Ich würde sagen auf 18 und 6. Denn das Verhältnis bei Glas ist ebenfalls 3 Arbeiter an einem Ofen. Gut, dann hoffen wir mal das Beste. So, und nächstes Jahr zeige ich euch eine der wichtigsten Sachen. Hoffe ich. Bisher sah es ja immer alles ganz schön aus. Ja, wir haben 2658 Taler übrig. Das ist sehr gut. Ja, wir haben noch kein Wohnhaus, ich weiß. Die den Fischtransport nach Waldstein begleitende Eskorte macht sich aus dem Staub. Kämmerer von Lichterheide. Okay, wir haben Glück. Kein Überfall. Ein Überfall ohne Eskorte wäre recht schlimm in dem Fall. Die Glasproduktion war gut. Eure Exporte brachten 12.000 Taler ein. Sehr gut. Damit können wir uns das locker leisten. So, wir stellen mal um auf Glas. Und jetzt wird es ja interessant. Finsterwalde will Fleisch. Mortal will Glas. Fürstenbruck will Fell. Greifhals will Fell. Bergstedt will Fleisch. Falkenhorst will Wein. Kronsbach will Wein. Waldstedt will Glas. Na, dann bleiben wir uns doch treu. Ich sollte 500 losschicken, den Rest verkaufen und wir erhöhen einfach mal drastisch die Arbeiterzahl. Okay, ein Jahr lang warten wir noch und dann zeige ich euch, was ich euch wirklich zeigen wollte. Wohl. Jakob Fugger hat nicht ganz unrecht und zudem will ich euch was zeigen, wofür wir das auch brauchen. Wir bauen uns ein Haus. Wir gucken, ob wir eins kaufen können. Es gibt eine schöne Karte mit Park, Nebengebäuden
Und weitläufigen Ländereien für 794 Taler. Hätten wir dann sofort. Oder wir könnten selber bauen. Das ist eine Karte, das ist eine Hütte und so weiter und so fort. Was die verschiedenen Gebäude bringen, sage ich euch danach. Aber ich würde sagen, wir kaufen erstmal diese Karte. Wir könnten uns auch für ein gut erhaltenes Haus mit Park für 2495 Taler anscheinend oder eine schöne Burg mit Park für 16.000. Die 16.000 da bin ich. Okay, machen wir es so. Guck doch, unser Eigenheim. Yay! Jetzt sollten wir wirklich die Runde beenden. Und wir haben 2895 Taler übrig. Hervorragend. Es gelingt euch, eure Arbeiter davon zu überzeugen, dass ihr euch in miserablen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet. Die Arbeiter verstehen das und jeder legt für euch 4 Taler auf den Tisch. Ihr reibt euch die Hände. Das macht insgesamt 108 Taler. Und ich habe mich vergessen, als Kämmerer zu bewerben. Nein! Ja, das passiert. Graf Franz, Finanzminister in Mittelland, ändert die Finanzgesetze von Mittelland. Schade, Glasproduktion war normal. Eure Exporte brachten euch 17.000 Taler. So, jetzt können wir ganz entspannt das machen, was ich vorhatte. So. Erstmal erhöhen wir die Glasexporte und verkaufen den Rest. Dann sollten wir alle übrigen Wagen reparieren. Außerdem sollten wir die Anzahl der Arbeiter drastisch erhöhen. Und wir sollten ein bisschen Lagerraum kaufen. Und jetzt gehen wir zur Kirche. In der Kirche kann man viele verschiedene Sachen machen. Also fangen wir erstmal an. Wir können konvertieren, das heißt, wir können die Religion ändern. Wir können austreten. Auch das geht. Was uns allerdings unbeliebt bei beiden Seiten macht, wenn wir gar keiner Kirche angehören. Und wir können einen Kirchgang machen. Da können wir Ablässe kaufen, Kerzen stiften, beten. Hier auch beten. Und Spenden an das arme Volk leisten. Das wollen wir aber alles gar nicht. Wir wollen zu den Hochzeitsglocken. Diese unglaublich hässliche Frau ist meines Erachtens bestimmt nach einem der beiden Hauptprogrammierer oder nach dem Zeichner selbst designt. Sie ist unglaublich hässlich. Aber ihr begebt euch zu einer Kupplerin. Sie mustert euch und meint, für euch käme wohl nur eine angesehene Richterin in Mortal in Frage. Das ist jetzt extrem wichtig. Was die Kupplerin macht ist, sie gibt uns kostenlos, oder sagen wir mal günstig, kostenlos ist es ja nicht, leider nie, eine heiratswillige Frau. Wie es dann zur Hochzeit kommt, später, aber erstmal lernen wir eine Partnerin kennen. Mehr oder weniger, wie es damals üblich war, aber es ist eine Spielmechanik, die ich ganz cool finde. Die ist auch echt hübsch umgesetzt, wenn man bedenkt, was es alles so für Möglichkeiten gab. Ein bisschen zufällig, aber das sehen wir dann noch. Wir nehmen das Angebot an. Richterin. Wir haben eine mit einem schönen Bild bekommen. Diese kleinen Bilder sind meistens pottenhässlich und das geht hier sogar noch. Dies ist Hofdame Erdmunde, Richterin in Mortal. Hübsch, nicht wahr? Ja. Macht ihr in den nächsten Jahren teure Geschenke, so könnt ihr ihre Gunst gewinnen. Die Hochzeit wird in Mortal stattfinden. Okay. Das ist doch schön. Jetzt mal handeln. Ach nein, das haben wir alles schon erledigt. Ich würde sagen, wir senken ein bisschen die Gehälter. Das wird jetzt, glaube ich, ganz schön teuer. 2372 Taler haben wir übrig. Gott sei Dank habe ich die Gehälter gesenkt, denn wir brauchen das Geld. Was wollt ihr, Hofdame Erdmunde, Richterin in Mortal, in diesem Jahr als Beweis eurer Liebe schenken? Eine kostbare Bibel im Wert von 340 Talern, einige Leibeigene für 235 Taler oder ein Kupferstich von eurem Wohnsitz, was euch 393 Taler kosten würde. Also, fangen wir von unten an. Der Kupferstich ist an sich eine coole Idee, aber da hängt die positive Wirkung auch davon ab, wie
cool unser Anwesen ist. Und unser Anwesen ist nur eine Karte, also das schlechteste Haus, was es gibt. Das heißt, damit beeindrucken wir niemanden. Das bringt also gar nichts. Schade. Also können wir uns das sparen. Das wäre leider auch das teuerste Geschenk. Das heißt, wenn es hier um den Preis geht, haben wir natürlich Pech. Aber gut. Leibeigene für eine Richterin ist natürlich eine kritische Sache. Jetzt wissen wir leider nicht, wie religiös sie ist. Leibeigene sind cool, können aber auch als Überwachung aufgefasst werden. Also können negativ und positiv aufgefasst werden. Das ist immer so ein bisschen Rätseln jetzt, jedes Jahr. Das ist spannend, lustig, ein bisschen frustrierend, aber ja. Man muss sich auf jeden Fall merken, was wie funktioniert hat. Sobald wir jetzt klicken, werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich wäre erstmal für die Bibel. Das ist relativ neutral. Und wir werden sehen, wie sie darauf reagiert. Erdmunde ist verliebt. Sie ist religiös. Ja! Sie ist religiös und das als Richterin. Sehr gut. Als ihr eines Tages eure Sorgen in dem Gasthauskopf des Herzogs in einem Humpen Lauenburger ertränkt, setzt sich neben euch an den Tisch eine seltsam anmutende Gestalt mit fettigen Haaren und rotem Gummistiefel. Hey du, tönt sie. Ich wette um 837 Taler, dass ich im nächsten Jahr stärker an Armdrücken bin als ihr. Schlagt ihr ein? Sagen wir mal so. Ich finde das lustig. Ich würde das schon gerne sehen, ob ich stärker am Armdrücken bin als der Herr. Es kann 837 Taler kosten. Was soll's. Für den Spaß. Ja. Fein. Also dann bis zum nächsten Jahr. Meldungen über die Einführung von Importzöllen lassen die Preise für Bier in allen Städten steigen. Ja, sehr gut. Nur leider kann ich kein Bier herstellen. Die nächste Versteigerung findet im Jahr 1625 statt. Ritter Bernfried, Baumeister in Lichterheide, Schwertfriedrich bei Edelfrau Alexandra, Richterin in Lichterheide an. Am 6. Mai, ach so, Historie, ist mir vollkommen Wumpe. Die Glasproduktion war normal. Eure Exporte brachten 23.100 Taler ein. Wer hat dem Wirt gegeben? So, dann gehen wir mal hier nach Lichterheide. Oh, wir haben sogar noch 200 übrig. Na, das doch mal schön. Wir schicken die Wagen, die wir übrig haben, zur Reparatur. Freuen uns unseres Lebens. So, was wir jetzt machen werden ist, nein, hier wieder die Löhne hochsetzen. 30. Wir haben ja noch ein paar Ausstände. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Und ob wir das Armdrücken gewinnen. So, wir haben 6.539 Taler übrig. Oh, das ist auch schön. Damit können wir uns bald anderen Sachen widmen. Und ich kann euch noch mehr tolle Sachen zeigen, denn wir haben noch nicht annähernd erkundet, was dieses Spiel kann. Wir haben uns bisher nur um die wichtigen Sachen gekümmert. Handel und die Kontorenpflege. Und die, finde ich, ist schon recht komplex. So, also wir haben 6.500 Taler übrig. Jakob Fuggerät, ihr solltet bei Zeiten heiraten und Kinder bekommen. Oder wollt ihr, dass das Erzbistum eure Besitzungen erbt? Auf einem Fest in Lichterheide begegnet ihr Ritter Konrad, Bürgermeister in Lichterheide. Da ihr immer mit der neuesten Mode ausgestattet seid, beeindruckt ihr den eitlen V derart, dass ihr in seiner Gunst steigt. Was wollt ihr Hofdame Erdmunde, Richterin in Mortal, in diesem Jahr als Beweis eurer Liebe schenken? Eine kostbare Bibel im Wert von 334 Talern, ein Zweihänder für nur 289 Taler oder eine chinesische Vase, was euch 313 Taler kosten wird. Also, die Bibel hat schon mal funktioniert. Ihr noch eine Bibel zu schenken, ist meistens in den Fällen eine schlechte Idee. Der Zweihänder ist ja ein großes Schwert. Warum sollte ich ihr das schenken? Sie ist Richterin. Ich meine, sie könnte natürlich religiös und gewalttätig sein, aber sagen wir mal, sie ist religiös und kulturell. Dann wäre die Vase am besten. Ich schenke ihr die Vase und wir gucken, was passiert.
Edmund ist verzückt. 2 gute. Das bedeutet meistens, dass es vorangeht. Meistens braucht man so 3 Treffer, damit sie heiratswillig wird. Und man sollte sich keinen Fehltritt erlauben. Das kann meistens sehr, sehr schnell zum Ende führen. Ihr trefft euch, wie in der Wette vereinbart, zum Armdrücken im Gasthaus Kopf des Herzogs. Ein spannendes Duell entbrennt. Leider hat die dubiose Gestalt nicht gelogen. Ihr habt ihrer irren Kraft nichts entgegenzusetzen. Eure Wette um die 837 Taler habt ihr verloren. Schade um das schöne Geld. Noch. Erzbischof Adelbert enthebt Baron Helmut, Inquisitor im Mittelland des Amtes. Ah, schade. Jetzt habe ich das übersprungen. Bürger Friedrich, Priester in Lichterheide, wird von Ritter Bernfried, Baumeister in Lichterheide, vor dem ehrenwerten Gericht von Lichterheide angeklagt. Was? Als Richter fungiert Richterin Alexander, Richterin Agnes sowie Richter Ralf. Das Strafmaß wird von Richterin Alexandra vorgeschlagen. Ritter Bernfried investiert einige Taler Wie in viele Zeugen. Taler wollt ihr in Zeugen und Richter investieren? Sagen wir 1000. Im Saal kehrt Ruhe ein. Die Gegenpartei erhebt sich und verliest die Anklageschrift. Das ist Man beschuldigt den Angeklagten, dass er gegen folgendes Kirchengesetz verstoßen hat. Ihr habt mit euren gefährlichen Liebschaften gegen die Gebote von Tugend und Moral verstoßen. Naja. Nichts von all dem habe ich getan. Die Zeugen werden gehört. In der Tat, es war der Angeklagte. Er hat schon so ein richtiges Verbrechergesicht. Ach ja, In das der fraglichen Begleiter. Zeit war der Angeklagte bei mir zu Hause. Das Plädoyer der Anklage. Das arrogante Verhalten des Angeklagten und seine Verbindungen zu Feinden des Landes sind allen bekannt. Der Angeklagte verdient die Verbannung, wie die Zeugen auf meine darlegten. Auf meiner Die Zeugen haben äußerst glaubhaft gezeigt, dass der Angeklagte schuldig ist. Einer für mich, einer gegen mich. Das ist nicht glaubhaft. Gott sei Daher Dank. fordere ich, dass der Angeklagte für seine Verbrechen verurteilt wird. Das Plädoyer der Verteidigung. Der Angeklagte war stets ein Beispiel an Tapferkeit und der Stolz seiner Familie. Ganz Nun genau. soll er schuldig sein? Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Ich finde, dass der Angeklagte völlig zu Unrecht hier vor Gericht steht. Es ist mir gänzlich unverständlich, warum dieser Mann schuldig sein soll. Er soll all die Jahre ein Doppelleben geführt haben. Das kann nicht sein. Ich plädiere für Freispruch. Wie können Sie es überhaupt wagen, diese hoch angesehene Person eines solchen Verbrechens anzuklagen? Ich fordere, dass sie sofort freigelassen und fortan nicht mehr belästigt wird. Sehr gut. Die Anklage besticht das Hohe Gericht. Das Hohe Gericht hat eure Zuwendung erhalten. Schön. Es kommt nun zu einer Entscheidung durch das Gericht. Oh je. Nicht schuldig. Ja, sehr gut. Nicht schuldig. Ja, sehr gut. Ich bin raus. Nicht schuldig. Ja, das hat gereicht. Damit ist der Angeklagte freigesprochen. Die Prozesskosten trägt der Kläger. Im nächsten Jahr werden neu gewählt der Kämmerer von Lichterheide. Glasproduktion war normal. Eure Exporte brachten 28.800 Taler ein. So, erstmal machen wir die Bewerbung. Und dann schauen wir mal. Wir haben also richtig viel Glas produziert. Das ist schon mal gut. Können wir mehr exportieren, dann ein bisschen verkaufen. Und ein bisschen Fläche dazu holen. Und hier ein bisschen reparieren. Und jetzt in der Hoffnung, dass es reicht. Tja. Und ob es gereicht hat und ob ich es schaffen werde, meine angetraute Hofdame Erdmunde zu heiraten, das werden wir dann wohl beim nächsten Mal herausfinden.
Bis dahin, lasst euch nicht vor Gericht schleifen. Und tschüss, euer Harden. Hallo, Harden hier. Danke, dass ihr bis zur Endcard dran geblieben seid. Ab jetzt möchte ich meine Endcards dafür nutzen, um euch möglichst einmal im Monat einen neuen Streamer oder YouTuber vorzustellen, den ich besonders unterhaltsam finde. Und anfangen möchte ich mit einem meiner Favoriten, und zwar mit Gamerzag aus Malaysia. Ich bin auf diesen herrlichen YouTuber gestoßen, als ich damals ein Let's Play von Caesar 3 gesucht habe. Und das könnt ihr bereits auch im Hintergrund sehen, denn Gamerzag ist vor allen Dingen bekannt für seine Let's Plays von alten Impression Games, also Caesar 3, Pharao, die Erweiterung Kleopatra, der erste Kaiser, auf Englisch heißt es ja Emperor. Unglaublich toll, er hat da unglaublich schöne Videos gemacht, er hat auch eine tolle Videoreihe namens City Doctor, wo man ihm Safe Games einsenden kann und er die Städte dieser alten Impression Games sich anguckt und repariert oder notfalls neu baut. Er hat auch eine unglaublich tolle Playlist an Retro-Let's Plays, die er gemacht hat, die er Nostalgiasm nennt. Oder Abandonware Adventures, wo er dann nur Spiele spielt, die es technischerweise so nicht mehr zu kaufen gibt. Und er macht auch neuere Let's Plays von Spielen, die mehr oder weniger Neuauflagen von alten Spielen sind, wie Two Point Hospital. Und das Einzige, was wirklich ein bisschen raussticht, aber was ich auch über seinen Channel erst entdeckt habe, ist They Are Billions. Wenn ihr also Lust habt, mehr von diesem tollen YouTuber zu sehen, dann folgt einfach dem Link in der Beschreibung oder folgt seinem Abo-Knopf. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann kommen jetzt hier 2 Videovorschläge für euch. Oder ihr könnt meinen Abo-Knopf drücken und vielleicht auch noch die Glocke läuten. Und ich beende diese Endcard mit einem Community-Schrei in 3, 2, 1. Leave!